Hallo Leute, wir wollen euch heute unser NGM Reseller Portal vorstellen und deshalb bin ich beim Leon von LB Technics, der bereits schon Reseller ist. Grüß dich. Hi, grüß dich. Servus Leute, ich bin der Leon von der Firma LB Technics. Und nachdem wir hauptsächlich auf BMW M-Fahrzeuge spezialisiert sind und nicht allzu viel VAG-Fahrzeuge hier im Haus haben, verlasse ich mich voll und ganz auf das Reseller-Programm von der Firma NGM. In den letzten 12 Monaten haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die Autos laufen wie Sau und die Kunden sind zufrieden. Also von meiner Seite aus gibt es nichts Besseres. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr als Reseller unsere App benutzen könnt. Diese wollen wir euch heute anhand eines Golf 8 GTI Clubsports zeigen. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass ihr als Reseller unsere Produkte, das ist einmal die All-in-One-Lizenz und aber auch die Flash-Lizenz, zu Händlerkonditionen im Reseller-Portal erwirbt und die dementsprechend zu den ausgezeichneten Preisen auf unserer Homepage an den Endkunden vertreibt. Bevor wir euch jetzt die zweite Variante zeigen, wie man als Reseller die App nutzen kann, möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere Produkte, und das ist zwar einmal die All-in-One-Lizenz und die Flasher-Lizenz eingehen. Die All-in-One-Lizenz beinhaltet letzten Endes alle Funktionen, die wir über die App anbieten und zusätzlich aber auch noch sogenannte OTS, Off-the-Shelf-Maps. Das bedeutet, das sind fertige Datensätze, die wir seit Jahren so im Umlauf haben und die für die jeweiligen Autos zur Verfügung gestellt werden. Das ist im Prinzip auch schon der Unterschied zur Flash-Lizenz. Mit der Flash-Lizenz habt ihr als Reseller die Option, eurem Endkunden eine Custom-Map zu erstellen. Natürlich für das Motorsteuergerät sowie auch für das Getriebesteuergerät. Nun zeigen wir euch, wie ihr als Händler dem Kunden einen Custom-File hinterlegen könnt. Ich werde in dem Sinne der Kunde sein, der jetzt hier in dem Fall einen Golf 8 GTI Clubsport hat. Spielt aber auch keine Rolle, ob das ein Audi RS3 ist, ob das ein Seat Cupra ist, ob das ein Golf 7 GTI ist. Der Ablauf ist immer gleich. Der Kollege Lars wird dementsprechend hier jetzt der Tuner sein, der mir eine Custom-File für meinen Golf 8 GTI Clubsport zur Verfügung stellt. So, ich befinde mich jetzt hier im NGM Reseller Portal, nachdem ich meinen Login erhalten habe. Hier kann ich jetzt Lizenzen für Endkunden kaufen. Gehe dazu einfach in den Shop, wähle das richtige Produkt aus. In dem Falle ist mein Kunde ein Golf 8 GTI Clubsport. Dementsprechend wähle ich jetzt hier die Flasher-Lizenz aus. Der Kunde möchte einfach eine Custom-Map haben, keinen Zugriff auf die OTS-Maps von NGM. Dementsprechend reicht die Lizenz hier aus. Lege ich jetzt hier mit einem Klick in den Warenkorb, bringe dann rein, bezahle die Lizenz. So, die Lizenz ist jetzt da, nachdem ich sie bezahlt habe. Hier taucht die Lizenz auf. Sie ist auch noch keinem Fahrzeug hier zugewiesen an der Stelle. Ich werde jetzt im nächsten Step dem Kunden einen Einladungscode schicken, damit er sich in der App registrieren kann und ich sein Fahrzeug mit allen Details bei mir im Reseller-Portal sehe. Dazu kann ich hier einfach unter Kunden gehen, kann hier einen Aktivierungscode erstellen, kopiere jetzt hier mit einem Klick den in die Zwischenablage und schicke ihn dann dem Kunden per WhatsApp, E-Mail oder über jedes andere Medium zu. Mein Tuner hat mir jetzt den Aktivierungslink für die NGM-App geschickt. Ihr braucht als Kunde natürlich einmal hier den NGM Flasher OBD-Adapter und dann braucht ihr natürlich auch die NGM-App auf eurem Telefon. Wir sitzen jetzt hier im Golf 8 GTI Clubsport, haben hier den NGM OBD-Adapter, den wir in der OBD2-Buchse platzieren. Wichtig ist, dass der blinkt, dann weiß ich habe eine Verbindung. Und jetzt noch ganz wichtig, wir müssen natürlich auch die Zündung vom Auto aktivieren. Gut, jetzt öffne ich hier die NGM-App und jetzt seht ihr ja schon, fragt mich die NGM-App für meinen Code, Lizenzcode oder den Invitation-Code. Mein Tuner hat mir ja vorhin per Mail schon den Invitation-Code, also den Einladungslink geschickt. Den mache ich jetzt einfach auf, kopiere mir diesen Link hier raus und füge diesen in der NGM-App ein. Damit habe ich dann automatisch registriert. Jetzt muss ich hier noch meine E-Mail-Adresse angeben und meinen Namen und habe damit automatisch die Registrierung vollendet. So, jetzt ist die App nach der vollständigen Registrierung einmal zugegangen. Das ist ganz normal. Jetzt öffnen wir die App einfach nochmal neu, kommen jetzt hier in den Startbildschirm rein und jetzt verbinde ich mich zum allerersten Mal mit meinem Fahrzeug, um eine Identifikation der Steuergeräte zu machen, sodass mein Tuner die originalen Softwarestände erhält, um diese dann dementsprechend bearbeiten zu können. Jetzt sieht man hier, ich habe aktuell noch keine Lizenz für mein Motorsteuergerät sowie für mein Getriebesteuergerät. Jetzt hat aber automatisch der Tuner die originalen Stände zur Verfügung und jetzt switchen wir über zum PC und zeigen euch, wie man dann die originalen Datenstände dementsprechend bearbeiten kann. Nachdem der Kunde sich jetzt hier verbunden hat, in dem Fall der Marvin, sehe ich jetzt auch hier sein Fahrzeug mit der PIN seiner E-Mail-Adresse und wir sehen jetzt hier auch schon, dass das ein 7/19 Fahrzeug ist, 2 Liter 7/19. Hier können wir jetzt die Software-ID vom Motorsteuergerät und vom Getriebesteuergerät sehen. Das Fahrzeug hat jetzt hier in dem Fall noch keine Lizenz, die haben wir aber ja eben gekauft, dementsprechend gehen wir jetzt hier auf Lizenz zuweisen, wählen jetzt hier aus, wir haben 2 freie, wir haben gesagt, hier brauchen wir nur die Flasher-Lizenz, dementsprechend wählen wir die jetzt aus, sagen hier Lizenz aktivieren und in dem Moment stehen uns dann alle Funktionen zur Verfügung. Wir können im ersten Step uns jetzt hier über die 2 Download-Buttons die neueste verfügbare Version für Motor und Getriebe runterladen. Die App updatet hier immer auf den neuesten Kundenmaster, der in dem Falle von Volkswagen zur Verfügung gestellt wird. Wir laden jetzt hier also
also das File einfach runter und können das dann im nächsten Step bearbeiten. Hier ist jetzt das heruntergeladene File. In dem Fall ist jetzt eine Binärdatei, keine Intel oder Motorola Hex bzw. S19. Kann also in dem Falle jetzt zum Beispiel mit WinOLS, aber nicht mit Inca benutzt werden. Hier haben wir jetzt also schon ein Projekt bei mir in WinOLS gefunden, was damit identisch ist. Ich habe jetzt hier schon eine fertige Stage 2 mit allen Änderungen. Die exportiere ich jetzt in dem Fall für den Marvin. Der hat jetzt keine Sonderwünsche, der möchte jetzt einfach meine Standard Stage 2 haben. Die speichere ich ab. Zurück hier im Reseller Backend können wir jetzt dem Kunden, in dem Falle fürs Motorsteuergerät, schon mal die Stage 2 hinterlegen. Hier wähle ich jetzt einfach die Stage aus, die dem Kunden angezeigt wird. Ihr könnt natürlich auch eine Stage 3 oder 3 Plus auswählen, je nachdem, wie ihr das Ganze am Ende betitelt. In dem Fall ist es ganz klar eine Stage 2. Die wähle ich jetzt hier aus, die fertige Binärdatei. Hier kann ich jetzt noch eine Beschreibung hinzufügen, wenn ich dem Kunden zusätzlich dafür irgendwas notieren möchte, beispielsweise angepasste Hochdruckpumpe, angepasste Injektoren, dass der Kunde einfach in der App sieht, gerade wenn mehrere Versionen hinterlegt sind, was ist jetzt in welcher Version explizit geändert. Das brauchen wir jetzt hier in dem Fall nicht. Dementsprechend gehe ich jetzt hier einfach auf Version hinzufügen und das Backend baut jetzt hier raus den fertig komprimierten und gekrypteten Flash-Container, um es dann auf das Fahrzeug draufschreiben zu können. Die Daten werden in dem Fall auch gar nicht auf dem Server im Klartext hinterlegt, sondern sie werden direkt in einen passenden Container für dieses Steuergerät gewandelt und sind dann einfach direkt fürs Flashen bereit und können auch durch niemanden, auch nicht durch euch selber, wieder heruntergeladen werden. Weitergehend könnt ihr dann dem Kunden hier mit einem Klick das Logging aktivieren. Der Kunde hat also die Möglichkeit, alle Steuergeräte, die wir unterstützen, voll RAM zu loggen. Wir bieten hier also nicht nur ein normales OBD2-Logging an, wie es in vielen Testern auch der Fall ist, sondern hier kann wirklich jeder RAM-Wert dieses Programmstandes mitgeloggt werden. Wir bieten hierzu fertige Konfigurationen an mit teilweise bis zu 120 Log-Parametern. Ihr könnt aber natürlich auch eine eigene Konfiguration erstellen, falls ihr ganz spezielle Anwendungsfälle habt. So, ich befinde mich jetzt wieder im Auto. Ich habe gerade eine E-Mail von meinem Tuner bekommen, dass er die Custom App nun fertiggestellt hat, die ich jetzt auf mein Auto flashen möchte. Bin jetzt hier schon in der App drin. Der Adapter steckt und blinkt, somit ist er schon mit dem Auto verbunden. Und dementsprechend muss ich jetzt noch die Zündung aktivieren. Ganz wichtig, vor allem beim ersten Flash, dass ein Ladegerät eben dranhängt, um eben die Batterie zu versorgen. So, jetzt verbinde ich mich mit meinem Auto, prüft jetzt hier auf die Steuergeräte, die Simus 19 und auf das Getriebesteuergerät. Ich habe jetzt hier eben den grünen Haken, was bedeutet, dass ich jetzt eben eine Lizenz für jeweils das Motorsteuergerät und eben aber auch das Getriebesteuergerät verfügbar habe. Jetzt gehe ich hier auf das Motorsteuergerät, wähle das eben hier aus und sehe jetzt schon, dass mir mein Tuner eine Custom Stage 2 hinterlegt hat. Dementsprechend habe ich aber auch noch zur Auswahl Flash Original. Die Flash Original Software findet sich ja aktuell noch auf dem Auto. Und jetzt gehen wir hier noch in die Konfiguration und kann hier dementsprechend natürlich auch, obwohl ich jetzt eine Custom App Flash, alles eben, wie ich es haben will, abändern. Ich werde jetzt hier aber nicht näher darauf eingehen. Das werden wir hier in einem anderen Video grundlegend erklären, was wir alles für Optionen eben für die Fahrzeuge anbieten. Jetzt gehe ich hier zurück, habe meine Einstellungen getätigt und möchte jetzt hier die Stage 2 Motorsteuergerät technisch flashen. Jetzt kommt hier eben noch einige Hinweise, die man beachten muss, damit man die Motorsoftware oder aber auch Getriebesoftware eben flashen kann. Diese muss man natürlich alle befolgen, damit der Flash reibungslos abläuft. Wir haben jetzt alles hier überprüft, das passt auch soweit alles und möchten jetzt hier dementsprechend die Stage 2 auf unser Fahrzeug flashen. Der Download ist gerade schon passiert und jetzt gehen wir weiter und flashen bei natürlich eingeschalteter Zündung. Und jetzt kriegen wir hier noch den Hinweis, dass wir die Motorhaube öffnen müssen. Die muss einfach nur entriegelt sein und dann können wir hier den Flash machen. Dass jetzt hier alle Fehlermeldungen angehen, ist ganz normal. Diese werden natürlich dann Ende des Flashes wieder gelöscht und dann habt ihr auch keine vorhandenen Fehler mehr im Motorsteuergerät. So, jetzt haben wir erfolgreich die Custom Stage 2 geflasht. Und ganz wichtig ist, dass wir jetzt nach dem Flash die Zündung ausmachen. Kann man auch mal das Fahrzeug starten. Schauen, dass alles passt. Genau, alle Fehler gehen dann automatisch nach dem Flash weg. So, um jetzt die weitere Schleife zu drehen oder wenn mein Tuner sagt, er bräuchte bitte jetzt einen Log, um quasi die Daten zu verifizieren, dass das Auto auch grundlegend solide läuft, kann ich jetzt hier noch auf den Reiter Logging gehen und dann dementsprechend das, was mein Tuner von mir haben will, von mir aus zum Beispiel den 4. oder 5. Gang einmal durchgeloggt im Volllastbereich, damit ich einfach sehe, ob eben die Parameter, die mein Tuner auch angepasst hat, dementsprechend korrekt laufen. Ja, das war jetzt der ganze Prozess, wie ihr als Händler dem Kunden einen Custom-File hinterlegen könnt. Wenn du als Autowerkstattbetreiber oder Tuner nun Teil unseres Reseller-Programms werden willst, dann kannst du dich jetzt unter folgender E-Mail-Adresse bei uns registrieren. Wir schicken dir dann eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten zu unserem Reseller-Portal.